Hello, you're tuned into Interview Project Germany. Today we're meeting Kati. Kati wants to be an actress. Enjoy the interview. Also, ich heiße Katharina, ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne im Moment in der Nähe von Bochum, aber jetzt sind wir im wunderschönen, ziemlich kalten, aber doch wunderschönen München. Was deine Eltern so gemacht haben, auch früher in deiner Kindheit. Also, ich bin am 22.02.1990 geboren in Mahl in Nordrhein-Westfalen, auch in der Nähe von Bochum. Meine Eltern, das ist eine gute Frage. Mein Vater, kommt auch aus dem Ruhrgebiet, der ist in Gelsenkirchen geboren. Meine Mutter ist in Dortmund geboren, auch aus dem Ruhrgebiet. Und was die so gemacht haben, die waren irgendwie immer da. Mein Vater ist Jurist und meine Mutter, also die sind geschieden und getrennt. Und meine Mutter ist so, ja, eine kleine Lebenskünstlerin geworden. Ich bin grundsätzlich nie so gerne weggegangen und ich habe auch nicht so dieses Klickentechnische gesucht. Und ich habe es halt auch auf 4 Schulen geschafft. Ich bin von 3 Schulen geflogen und dann halt auf die letzte irgendwie gekommen. Und es war halt alles so ein bisschen schwierig, weil ich mir halt immer so viele Dinge nicht bieten lassen wollte. Ich wollte es immer anders machen und ich war an so vielen Dingen einfach nicht interessiert. Also ich war erst auf einem Gymnasium, da bin ich dann runtergeflogen. Das war ein Privatgymnasium, das war gegen meine ganzen idealistischen Vorstellungen alles für einen Eimer. Das war sowas wie das Internat Saale, halt nur in einer anderen Version, ein bisschen billiger. Dann bin ich wieder auf ein Gymnasium gekommen, da habe ich es dann auch nicht lange ausgehalten und dann haben sie mich auf eine Gesamtschule verwiesen. Und dann habe ich es nochmal auf so eine Europaschule geschafft und da habe ich dann mit Aachen und Krachen mit 17 Jahren in die Schule geschmissen und so einen doch immer noch guten Realschulabschluss hingekriegt. Ich bin psychisch schwer krank geworden und das hat 2, 1,5 Jahre gekostet und da war so alles drin von irgendwelchen, nicht jetzt Selbstmordgedanken, ich will das jetzt auch nicht so pauschalisieren. Es war halt alles so Angst und Panik und Panikattacken und manchmal monatelang nicht wirklich vor die Tür gehen konnte und absolut in mich zurückgezogen habe und mich verschlossen habe und auch einfach da nur so zu liegen und zu denken, so jetzt sterbe ich und jetzt kratze ich ab und jetzt kann ich irgendwo drüber lachen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, ich weiß es, wie man stirbt und ich habe euch ein bisschen allen was voraus, aber trotzdem war es nicht schön und es gab dann halt immer noch so andere Geschichten und Überzeugungen, die sich halt damit mit reinkamen, dass ich irgendwie so zur Erkenntnis kam, dass ich halt irgendwie voller Tumore wäre und auch im Kopf und dann war ich eine Zeit lang im Krankenhaus und wurde ich von Kopf bis Fuß untersucht und es war halt so viel Schwieriges. Ich bin doch ein bisschen stolz auf mich. Ich mag mich irgendwo und ja, ich bin stolz. Kannst du das noch, worauf du stolz bist? Worauf soll ich stolz sein? Ich weiß nicht auf das Ganze. Ich habe mich so ein bisschen geschaffen und bin irgendwo diesem kleinen Kind, was in mir steckte, vielleicht nicht immer treu geblieben, aber es ist viel davon übrig geblieben. Und ich nehme so vieles nicht hin, wie es ist und ich erhoffe mir, dass so viele Dinge anders kommen noch im Leben. Und nicht, dass ich doch da mit 30 sitze und verheiratet bin und 2 Kinder habe und das wäre dann nicht mein Traum. Sondern dass ich dem konstant treu bleiben kann und ja, ich bereue irgendwie dann doch nichts.